Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report, heute mit dem Thema Gold vor der Entscheidung. Gold 2100 oder 1800 Dollar im September. Disclaimer. Vermutlich erreicht Gold mit ca. 2100 Dollar noch im September ein neues Allzeithoch. Wenn das passiert, sind auch 2300 bis 2400 in den nächsten Monaten möglich. Sobald sich Gold dauerhaft über 2000 Dollar etabliert hat, ändert sich die ganze Psychologie des Goldsechses. Dann halten Anleger auch wieder Gold 3000, 5000 oder mehr, langfristig wieder für möglich. Und diese Erwartungshaltung wird dann in die Goldaktien eingepreist. Falls Gold wieder in Richtung 1800 Dollar fällt, wird der Goldanstieg nur verzögert, aber nicht verhindert. Das kann natürlich immer wieder sein, da steckt man nicht drin, das ist nochmal fallen lassen. Aber die meisten Statisten, denen ich folge, gehen eigentlich davon aus, dass jetzt der Ausbruch erfolgen sollte. Gold etabliert sich über 2000, erzeugt ein neues Allzeithoch und bleibt dann auch für viele Monate über 2000 Dollar und kann dann in der Spitze 2300, 2400, sogar 2500 bis zum Q1 erreichen. Das ist natürlich genau das, was Goldaktien braucht. Die sind extremst unterbewertet aktuell und sie kriegen dann genau die Zufuhr, dann ein Interesse an Aufmerksamkeit, dass aus vielen Penny-Gold-Aktien, Dollar-Aktien und viel mehr werden kann. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus Kanada im Rechtsgebiet Ontario, wie gesagt Kanada. Moss Lake ist einer ihrer Hauptprojekte. Sie haben insgesamt 6 Millionen Unzen Gold, Medium Grade. Es gab jetzt im Mai, das ist unten auch, finden Sie unten nochmal, eine aktualisierte Mineralressourcen. Schätzung und die wurde erhöht und sie haben also 6 Millionen Unzen. Und ja, auch charttechnisch hat die Aktie meines Erachtens einen Boden erreicht und sie hatte bei jeder Goldaktienrallye, die dann kam, ist sie auch massiv ausgebrochen. Extremst unterbewertet aus meiner Sicht. Es sind 100.000 Unzen Produktion anvisiert. Die haben dadurch Cashflow und es ist denkbar, dass sie auch ihre Ressourcen noch erhöhen. Meiner Meinung nach absolut interessantes Unternehmen, das man sich mal ansehen sollte. Natürlich wie immer keine Kaufempfehlung an der Stelle. Ja, generell noch mal ein paar Worte zu Gold. Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar jetzt auf 8500 Dollar steigen. Das ist damals genau passiert. Es war eine gleiche Charttechnik. Hier 1979 war das. Da kam erst noch eine große Korrektur. Viele wurden aus dem Gold- und Goldaktienmarkt vertrieben. Und dann ging es mit einmal um das Vierfache hoch von 200 Dollar auf 850. Wir haben einfach eine ähnliche Chartsituation. Das kann passieren. Nun gut, das kann man nicht vorhersagen. Es wird versucht, vielleicht zu verhindern, indem man, sage ich mal, Gold und Silber etwas hochlässt, zum Beispiel auf 2400 und Silber Richtung 40, 50, um einfach den Druck aus dem Kessel rauszunehmen, um dann vielleicht nochmal die Kappe drauf zu halten. Aber wissen tut das keiner und möglicherweise kann man das auch gar nicht kontrollieren mehr, weil die Einsätze zu groß sind und das physische Ware gar nicht mehr da ist, das irgendwie glaubhaft diesen Preis zu produzieren. Ja, jedenfalls damals sind in dieser Goldaktienrallye in den 1970er Jahren unglaubliche Anstiege von Goldaktien vorgekommen. Hier von 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Also nicht selten konnte man aus 1000 Dollar 100, 200, 300.000 Dollar machen. Absolut unglaublich damals. Wie profitiert man von einer Goldaktienrallye? Was passiert als nächstes? Ja, Sie müssen einfach wissen, diese Goldaktienrallye sind eruptive Ereignisse. Es ist nicht irgendwie mit den anderen Aktienmärkten vergleichbar. Man kann es eigentlich nur erklären, dass einfach eine Situation hergestellt wird, die extrem niedrige Goldpreise erzeugen können, sei es irgendwie durch Depression, hier wie nochmal in der Corona-Krise oder auch 2016 nochmal ganz, ganz tiefe Ergebnisse. Sind natürlich die Punkte zum Einsteigen. Und dann ganz offensichtlich lassen irgendwelche Kräfte
das los und es kommt zu wahren Feuerwerken an Goldaktienpreisanstiegen. Hier in dem Fall 2016 diese Aktie von 40 Cent auf 40 $. Und das innerhalb vom halben Jahr. Wenn Gold da an demselben Zeitpunkt um 30% gestiegen ist, also die Aktie um 10.000% gestiegen. Das heißt, Goldaktie war 350 Mal besser. Und das heißt, wiederum hätte man hier an dieser Tiefe, ich meine, das ist eine rein theoretische Erwägung, wer macht das schon, eine Unze Gold investiert hätte und zum Beispiel in diese Goldaktie investiert hätte, hätte am Höhepunkt ein halbes Jahr später für sein Investment 79 Unzen Gold wieder zurücklegen. Also dass eine Unze 79 Unzen machen kann. So kann man diese Goldaktienrallye auch betrachten. Sie maximieren einfach den Besitz von Gold. Genauso hier auch 2020, Corona-Tief von 2 Cent, hier auf 40 Cent, ist eine Verzweitausendfachung. Auch das ist circa 100 Mal besser als der Goldpreisanstieg selbst. Also das muss ich bewusst sagen. Man wartet lange, es sind zähe Phasen, wo die Goldaktien runtergehen. Irgendwann gibt es ganz extreme Tiefs, man darf sich nicht rausschütteln lassen. Und dann irgendwann kommt auch eben diese Eruption. Und diese erwarten wir jetzt in den nächsten 6 bis 7, 8 Monaten, dass genau das vor uns liegt. Immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Hier sehen Sie auf der rechten Seite Goldaktien Goldscharts, seit 1996 im Bärenmarkt. Hier im Boden gefunden, steht also eine Mega-Eruption an, wie die Statisten meinen. Gleichzeitig sind die sogenannten Junior- und Penny-Gold-Aktien, also Explorationsaktien, extremst unterbewertet zu den sogenannten Senior-Aktien wie Barrick etc. Also spielt im Augenblick bei dem Zurückschnappen, die werden sich dann wieder treffen, wie sie es 2002 gemacht haben, spielt die Musik bei Junior- und Explorationsaktien. Die sind unvorstellbar tief bewertet, auch im Verhältnis zu Standard-Goldaktien. Ja, wie hätte man 1970 vom Bullenmarkt den optimal gespielt? Man hätte einfach Pennygold-Aktien kaufen müssen mit großen Ressourcen, sich nicht rausschütteln lassen dürfen, ständig nachkaufen, verteilen, bisschen beobachten, nachkaufen und dann hätte man vielleicht ein paar Mega-Kracher dabei gehabt, zum Beispiel, die sich da vielleicht um das Hundertfache äh, ähm, erhöht hätten und zum Beispiel wären dann aus 50 $, hätte man vielleicht gar nicht so selten, könnte man sein Geld verhundertfachen in dieser Extremrallye, wo dieser Goldpreis, wie vorhin gezeigt, sich vervierfacht hat. Und dann wäre es eben richtig, wie gesagt, ist der Blick jetzt zurück, einfach und der Versuch ist davon zu lernen. Ab irgendeinem Punkt war einfach der und Goldaktienmarkt überbewertet und der Standardaktienmarkt war sozusagen in der Depression. Wo konnte man dran das sehen? Es gab, sage ich mal, einen Artikel von der Business Week am 13. August 1979, The Death of Equity, How Inflation is Destroying the Stock Market. Das ist einfach, da haben sie die kapituliert und haben gesagt, ja, Aktien haben eh keine Zukunft, sonst was. Das erwarte ich ehrlich gesagt auch am Ende der Goldaktien-Rallye jetzt auch kommen. Irgendwann haben wir vermutlich Meldungen wie Aktienmarkt auf dauerhaft zerstört oder es nicht mehr funktioniert mehr oder macht überhaupt keinen Sinn zu investieren. Und genau das ist dann die Phase, wo wir dann in den Aktienmarkt investieren müssen, wo wir die goldbezogenen Assets wie Gold und Goldaktien verkaufen müssen und reinvestieren. Es wäre genau richtig gewesen, an diesem 13. August 1979 sein Gold und Goldaktien zu verkaufen und zum Beispiel Berkshire Hathaway und andere Top-Aktien etc. zu investieren. Und Berkshire Hathaway, ja, wie kann es sein, stieg nach dem Goldboom dann um das 228-fache und Gold hat sich im Grunde genommen gegen 20 Jahre seitwärts. So sieht es doch aus. Würde dann bedeuten, dass jeden 50 $, die man damals in Goldaktien investiert hätte, hätte man sich vielleicht verhundertfacht die eine oder andere Goldaktie dann reinvestiert und Top-Fonds, Top-Aktien hätten in dem Fall bis 1999 $1 Million, 50 $, wohlgemerkt. Und das mit nur zwei Assetklassen-Wechsel. Einmal Goldaktien kaufen, Goldaktien verkaufen und Berkshire Hathaway kaufen. Also zweimal in 30 Jahren oder in gut 25 Jahren oder ja, gut 20 Jahren war es ja eigentlich nur, wenn man so will, ähm, zweimal die Assetklasse wechseln und man hat $1 Million. Ja, das langfristige Dow-Gold-Ratio, das ist ein 200-Jahre-Chart. Da sehen Sie einfach die Entwicklung von Aktiengold. Und Sie sehen eben, das ist hier das 19. Jahrhundert. Dort haben sich, sage ich mal, Aktien strukturell erhöht.
weil es war einfach eine Zeit der Innovationen, der Wachstumsraten etc., relativ international ruhige Epoche nach den Napoleonischen Kriegen bis zum Ersten Weltkrieg, allgemeine Wohlstandsentwicklung. Und dann haben wir eben das 20. Jahrhundert auch begründet eben auch mit der Federal Reserve, mit den ganzen Krisen und Kriegen. Und man könnte fast sagen, das wurde eigentlich alles nur interpretiert, dass wenige Insider an diesen enormen Schwankungen, die Sie hier sehen, die gar nicht ja mit dem 19. Jahrhundert vergleichbar sind, absolute Extraprofite gemacht haben. Das konnten aber natürlich nur die sehen, die Preisgestaltungsmacht mithilfe eben der Federal Reserve Gründung 1913 gelingen können. Also künstliche Booms erzeugen, wie hier 1929, dann Eruptionen und so weiter und so weiter. Und dann hier haben wir ja 1971 dann Bretton Woods, dann wurde Gold wieder freigegeben. Das heißt, das wurde inflationiert. Und diese ganzen vielen Schwankungen sozusagen sind wirklich ein Fest für Spekulanten, weil das hatte man da einfach nicht. Wer sollte da spekulieren? Dort hat man einfach langfristig Wohlstand aufgebaut. Und hier eben nicht. Aber für 99 oder 95% der Masse haben das natürlich nicht gesehen und wurden von diesen vielen hektischen Bewegungen überrascht und natürlich mit Vermögen etc. zerstört. Und das geht jetzt auch noch weiter. Ich meine, die Fiat-Goldwährung, die Fiat-Währung und so sind nicht sicher. Die Assetklassen, die mit Schulden aufgetrieben sind, wie Immobilien, Aktien, die werden komplett implodieren. Und Sie sehen an diesem roten Pfeil, hier konnte man 1980, das war schon mal so ein ökonomischer Tiefpunkt für eine Unze Gold, ein Dow kriegen. Jetzt erwartet man, dass sie für eine Unze sogar 2 Dow kriegen, 4 Dow. Das heißt, alle Aktienwerte und aber auch die Immobilienwerte werden komplett gegenüber Gold implodieren. Und das ist jetzt noch nicht mal in Ansätzen erkennbar. Keiner glaubt daran. Aber die Charts geben es her. Charts never lie, wie man im Menschen sagt. Ähm, ja, wichtig zu wissen, dass man zu diesem ökonomischen Tiefpunkt 1980 für 500 Unzen Silber auch ein Haus bekommen könnte. Auch das wird billiger, mindestens die Hälfte. Die Charts geben es her. 250 Unzen, ein Haus. Das heißt, worum geht es? Wir müssen also jetzt Mittel und Wege finden, möglichst viele Gold- und Silberunzen zu produzieren, dass wir zu diesen Extrempunkten auch diese Gold- und Silbermünzen zur Verfügung haben, die uns dann das ermöglichen, diese Assets, eben wie Häuser und Top-Aktien, zu absoluten Ausverkaufspreisen zu kaufen. Darum geht es jetzt hier. Ja, Fazit. Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir müssen versuchen, mit dieser Inflationsthematik, also zum Beispiel jetzt diesen steigenden Goldaktien, so viel wie möglich Gold und Silber zu generieren, also von der Inflationsdynamik profitieren, dann die Maximalwerte abwarten und dann reinvestieren, auf den dann ist ja das Pulver verschossen. Es gibt keine Währung, die mehr entwertet werden kann. Gold und Silber werden fallen und es setzt wieder eine nicht inflationäre wirtschaftliche Entwicklung ein, ähnlich wie zwischen 1980 und 2000. Nur diesmal eben viel, viel, viel radikaler, wie wir jetzt auch den Gold Dow Jones Charts gesehen haben. Und natürlich ist bei solchen Extremphasen auch immer das institutionelle systemische Risiko zu beachten. Deswegen auch das Zwischenparken Gold und Silber zwischen 1975 oder 76, wo man hätte in die Goldaktien beginnen einzusteigen sollen, und 2000 hätte man nie eine Unze Gold und Silber kaufen müssen. Es wäre nicht notwendig gewesen. Man wäre mit dem Wechsel von Goldaktien und Standardaktien und Fonds gut bedient. Da bin ich mir diesmal nicht so sicher, dass das funktioniert. Also daher auch diese Multiplikation. Also wir nehmen einfach $200, vielleicht vergleichbar mit den $50 aus den 1970er Jahren, machen vielleicht einen Schnitt für 25-fachung mit Goldaktien, kaufen davon mehr Gold und Silber, dass in der Kaufkraft um das Vierfache dann hochgeht. Ab diesem Punkt müssen wir reinvestieren und klassisch investieren, Top-Fonds, Top-Aktien, Immobilien, whatever. Und das würde dann auch circa langfristig 1 Million Kaufkraft, heutige Kaufkraft bringen. Ja, 1000-Bäcker-Robot. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor aus Anzahl Unzen, Grad des Goldes etc., Länderrisiko berechnen. Exit-Strategie ist ja auch mit bei. Wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie weitere Informationen im YouTube.
Kaufen Sie kein überteuertes Gold und Silber. Ja, also generell würde ich einfach nochmal sagen, weil es wird viel Werbung gemacht und die Leute neigen zu spontanen Käufen, was man nicht machen kann. Man sollte abwägen, man sollte vorher unbedingt die Vergleichsportale wie zum Beispiel Gold.de besuchen, sich vielleicht auch mal die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft anschauen. Also die sind immer an Gold und Silber gekommen. Sie sagen, sie haben Großhandelskonditionen, viel billiger kann man Gold und Silber nicht kaufen. Ja, ansonsten noch vielleicht einige ähm, Broker, mit denen man arbeiten kann. FlatEx, De Giro, da kann man eben auch in Deutschland am Toronto Stock Exchange, also an der Heimatbörse, recht günstig Aktien kaufen. Oder eben Swissquote, das ist ein Broker in der Schweiz, einfach wenn Sie außerhalb der EU zum Beispiel noch ein Depot haben können. Das können Sie auch mit nicht Schweizer Wohnsitz. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn der Inhalt soweit gefallen hat. Ähm, Vielleicht auch ein Like geben, zu dem Algorithmus auf die Sprünge helfen, Glocke betätigen, dann werden Sie sofort über die neuen Videos informiert. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.